So, wir sind angekommen auf dem Festland und ja, wenn man das Paradies verlässt, fängt es direkt an zu schiffen und zwar richtig. Hier ist alles super nass. Also wirklich. Und ich habe natürlich damit nicht gerechnet, weil es auf der Insel, glaube ich, seit 3 Wochen nicht geregnet hat. Und wenn, dann hat es mal eine halbe Stunde geregnet. Aber ja, das bin ich nicht mehr gewohnt. Da ist die Fähre. Jetzt habe ich mich hier untergestellt. Jetzt warte ich hier erstmal ab. Aber ich habe auch so gefroren auf dem Schiff. Drinnen war alles voll. Deswegen musste ich draußen sitzen und da war es dann halt brutal windig. Jetzt friere ich halt brutal, weil ich bis auf die Unterhose nass bin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. 2 Stunden geschlafen. Meine Abfahrt von der Isla Margarita glich der Vertreibung aus dem Paradies. Ich hatte alles perfekt vorbereitet. Das Motorrad frisch gewaschen, Fahrwerk eingestellt, neue Motorradklamotten, Wireless Charger fürs Handy verbaut, sogar eine neue Insta360-Kamera bekommen. Alles bereit für die große Weiterreise. Doch ich war noch nicht mal richtig auf dem Festland, da war schon alles im Eimer. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Ruti und ich bin gerade hier von der Fähre gefahren. Und wie man sieht, hat es hier geregnet wie Sau. Also wirklich alles ist pitschepatsche nass. Ich hatte das natürlich so auf dem Boot stehen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass es regnet, weil es auf der Isla Margarita hat es nie geregnet. Aber jetzt hat es halt richtig runter. Habe ich schon gesagt. So ist es, wenn man das Paradies verlässt, hat man mir schon erzählt, in der echten Welt, da kommt Wasser vom Himmel. Und das Ding ist, ich habe ja so viel neues Equipment jetzt, dass ich jetzt, wenn du alles immer das Gleiche hast, dann weißt du alles, wo du was hinpackst, wo was ist. Und ich habe jetzt alles neu und habe alles irgendwo anders hingepackt, weil ich neue Sachen ausprobieren will und so weiter. Und jetzt finde ich den ganzen Kram nicht. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen, wühle ich hier noch so ein bisschen rum. Dann kommen die Passagiere. Und dann mal gucken, ob das fest ist einigermaßen. Dann geht's los. Ja. Ich weiß nicht, ob das die roten Wolken der Sonnenaufgang ist. Als ich losgefahren bin, hat es direkt wieder angefangen zu regnen, aber nochmal richtig, so dass sogar die GoPro abgesoffen ist. Seht ihr das? Die hat sich aufgehängt. Da muss ich jetzt mal die Batterie draußen reinmachen. Und ja, ich bin hier komplett durchnässt. Sogar, dass ich diese Griffheizung angemacht habe, so habe ich gefroren. Aber jetzt merkt man schon, es ist deutlich wärmer. Aber ich bin jetzt auch ziemlich müde. Schon immer so die Augen zugefallen, deswegen musste ich jetzt mal anhalten. Ich glaube, ich habe jetzt noch so Guarana-Pulver, das ist halt so wie Kaffee, aber 10-mal stärker. Ich glaube, da nehme ich mir jetzt mal ein bisschen was, damit ich ein bisschen wach werde, weil das hier ist irgendwie so eine Art Autobahn, erstmal ein Stück. Ich habe es noch besser getroffen, hier gibt's Kaffee. Ich habe zwar auch ein bisschen Guarana genommen und das ist halt krass, dieses Pulver, das wirkt sofort. Aber jetzt habe ich eben mal das Hemd ausgezogen, klitsche, nass. Alles ist klitsche, nass. Und die GoPro, ja, die geht im Moment gar nicht mehr. Also wenn ich die Batterie reinmache, springt sie sofort an. Aber man kann sie dann nicht mehr ausmachen. Und wenn ich die Batterie rausziehe, geht sie aus. Und wenn ich die Batterie reinmache, geht sie wieder an. Ich meine, ja, die ist auch schon super mitgenommen. Ihr seht es hier. So, keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber die Kamera spinnt total. Es ist alles immer noch klitschenass. Seht ihr das? Auf der weiteren Fahrt habe ich dann irgendwie versucht, meine Handschuhe im Fahrtwind zu trocknen. Aber es hat immer wieder angefangen zu regnen. Und ich war so müde. Und es hat nicht nur meine GoPro erwischt, sondern auch der Ton ging irgendwie nicht. Ihr könnt ja mal reinhören. Ja, fehlt das Gummi. Wenn dann da Wasser reinkommt, dann wird das Display ein bisschen verschenkt. Das jetzt zum ersten Mal.
Immerhin ging es irgendwann von dieser monotonen Autobahn herunter auf kleinere Straßen, an die Küste im Halbdschungel. Aber weil es so viel geregnet hat, war es da ziemlich matschig. Und da ich so müde war, war das so anstrengend. Und es gab dann immer wieder so kleine Dörfer und ich musste ja irgendwann mal was essen und ein Hotel suchen. So, also ich habe ein Restaurant in dem gleichen Ort gefunden. So, also ich war in dem Hotel. Da ist niemand, aber der wollte 30 erst. 30 Dollar. Ich gesagt, spinnst du? Und dann 20 und dann habe ich gesagt, spinnst du? Da habe ich mir zeigen lassen, es ist ein sehr schönes Zimmer mit Aircondition, aber es gibt kein Wi-Fi natürlich. Und dann habe ich gesagt, so, ey, normalerweise habe ich Pool und Wi-Fi für 10. Und war dem scheißegal. Und dann habe ich gesagt, ey, mach mal billiger. Und dann hat er gesagt, 15. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe was essen. Und dann überlege ich es mir. Weil ich habe solche Schmerzen in den Füßen. Das ist unglaublich. Und ich habe jetzt mal die ausgezogen, die Schuhe. Die sind halt seit 8 Stunden klatschnass da drin. Anscheinend, weiß ich nicht, aber die sind total aufgeweicht und die brennen wie Feuer. Also ich kann nicht mehr, muss jetzt erstmal trocknen lassen, vielleicht wird es noch besser, aber die sind total, es brennt wie Feuer. Ich kann es mal zeigen, sieht auch komisch aus. Die sind halt total aufgeweicht. Also wirklich, holy shit, tief eingerissen. Das tut so weh. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen weiterfahren kann. Hoffentlich beruhigt sich das. Es brennt wie Feuer. Ich weiß gar nicht. Oh, shit. Oh. Hatte ich noch nie. Richtige Schmerzen. Oh. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich dann nochmal aufs Bike geschwungen und bin nochmal weitergefahren. Ein paar Orte, bis ich dann endgültig ein Hotel gesucht habe und tot ins Bett gefallen bin. Guten Morgen. Also, ich habe jetzt hier in einem Ort namens Osbar vielleicht eine halbe Stunde weiter von Urama, wo ich gegessen habe, übernachtet. Ihr hört es vielleicht. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Ja, die ganze Nacht. Hier wird schon, da oben schöpfen die schon Wasser aus den Zimmern. Also es ist echt, ich weiß nicht, also jetzt bei dem Wetter fahre ich jetzt erstmal nicht. Wettervorhersage sagt, ganzen Tag Regen. Morgen soll es besser sein. Ich bin ein bisschen genervt, weil hier kannst du halt auch gar nichts machen. Das ist halt so ein 3-Häuser-Dorf. Es war gestern Abend schon schwierig, was zu essen zu bekommen. Die haben mir dann noch Arepas gemacht, aber die richtig geil waren mit Thunfisch und so. Aber ich habe um 8 Bescheid gesagt, dass ich gerne was essen würde, weil sie vorher gesagt haben, ja, Essen kein Problem. Und dann um 8 so, oh, Essen könnte ein Problem werden. Ja, ich besorge dir was. Und um 10:30 hat er dann so 2 Sandwiches gebracht. Die waren zwar super lecker und war auch super nett. Aber ja, es ist jetzt nicht so, gehst halt ins Restaurant und isst was oder so. Wo ich mich aufhalten kann, ist quasi hier. Ja? Ich meine, das Zimmer ist gut. $15. Ist auch wieder, wollte er 30 haben, habe ich so 30. Ich kenne dich von TikTok. 20. Und dann habe ich so, zeig mir mal das Zimmer. Das Zimmer angeguckt und habe ich so, wie wär's mit 15? Er sagt so, ja, okay, 15. Also $15. Meine Füße, die so krass aufgeweicht waren, da hatte ich viel Schmerzen.
Ist wieder gut. Meine Klamotten, ich glaube, die sind einigermaßen trocken. Ja, fühlt sich eigentlich ganz okay an. Hier riecht es drin wie im, also ist so moderig nass, riecht hier drin. Und was viel schlimmer ist, ist hier der Finger. Ich hatte ja irgendwie beim Packen aus Versehen an den Motor gefasst. Das war so nur ein Bruchteil der Sekunde. Ist aufgeplatzt die Blase und jetzt ist es halt, der ganze Finger ist entzündet. War wahrscheinlich nicht so geil. Ich habe nichts drauf gemacht, weil ich gedacht habe, ja, austrocknen ist besser. Weil jetzt die ganze Nacht gestern in den nassen Handschuhen, die hatte ich zwar gewaschen, aber als ich die gestern ausgeprägt habe, kam das Wasser so schwarz raus. War ich auch gestern super frustriert, dass ich alles gewaschen hatte und so. Und jetzt nach einem Regentag alles ruiniert. Ja, jetzt habe ich das nochmal desinfiziert und Pflaster drauf gemacht. Ja, es ist auch so, mein Desinfektionsmittel ist halt irgendwie ein Jahr abgelaufen. Das kann sein, dass es noch geht, kann aber auch sein, dass es nicht mehr so gut ist. Muss ich dann auch mal eine Apotheke finden, da nochmal Desinfektionsmittel kaufen und so weiter. Die kleinen Probleme des Reisens. Aber das tut super geil, super weh halt, ja. Also vielleicht bleibe ich nochmal hier. Ich meine, ich habe Internet einigermaßen. Kann ich mal ein Video schneiden oder so. Ja. Und dann halt morgen weiter. Frühstück. Es gibt Empanadas. Das Krasse ist, die hat die jetzt eben frisch gemacht. 5 Minuten dauert es. Ist mit Fleisch gefüllt. Konnte mir aussuchen, Fisch oder Fleisch. Und habe ich gedacht, zum Frühstück vielleicht lieber Fleisch. Und schmecken super geil. Gestern Abend konnte ich nicht mehr großartig noch zeigen, wie ich hier einchecke und so weiter. Ich war einfach durch. Ich hatte so schlechte Laune. Ja, komplett durchgenässt. Ich musste einfach Pause machen. Alles trocknen, Essen suchen und schlafen. Ich habe, glaube ich, auch 12 Stunden geschlafen oder so. Das war echt dann noch gestern immer dieser Sekundenschlaf. Das ist halt echt gefährlich. Driftest du so ab zur Seite und so. Ich habe ja immer die Pausen gemacht und so weiter. Aber ich meine, ja, wo soll ich mich unterstellen? Klar, ich hätte vielleicht in einem Ort vorher schon übernachten sollen. Aber ja, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Aber das war schon ein bisschen gefährlich. Ansonsten, die Straße ist natürlich ein Traum. Und ich glaube, man kann die halt auch wirklich geil genießen, wenn es nicht regnet. Und ich habe jetzt auch mal auf der Karte geguckt. Es regnet halt nirgendwo in Venezuela, nur hier in dieser Gegend. Ist klar. Guten Morgen. Eine weitere Nacht ist um. Und ja, viel Regen. Dieses Schwimmbad, ich glaube, weiß nicht, das hat man, glaube ich, gesehen, einmal in einer Aufnahme, was vor meiner Tür aufgestellt war, das war ganz voll. Das haben die gestern Abend geleert und jetzt war es nochmal halb voll. Und es hat nochmal weiter geregnet, aber jetzt, ihr seht es scheint die Sonne ein bisschen. Es ist zwar immer noch bewölkt, kann man das sehen? Hier ziemlich viele Bambusbäume, aus diese richtig geilen. Aber es sieht sehr gut aus. Heißt natürlich nicht, dass es so bleibt. Ich habe auch geguckt, Wettervorbericht ist so. Also hier hieß es wird am Nachmittag wieder regnen. Da wo ich hin will, Colonia Tovar, regnet es mehr irgendwie. Ja, es ist egal. Ich war jetzt so oder so heute los. Nach 2 Tagen ist nicht alles trocken, aber die meisten Sachen sind okay. Ein neuer Tag, eine neue Hoffnung, besseres Wetter. Und es ging weiter die Küste entlang zu einem Restaurant namens Las Arepas de Margaret. Dort habe ich die vielleicht besten Arepas in ganz Südamerika gegessen. So, hier kann man die aussuchen, die Arepas. Es gibt auch Suppe und es gibt Shrimps, also es gibt 1000 verschiedene, das ist ein bisschen unübersichtlich. Ich hatte mir, der Dan, der Russe, hat gesagt, auf Shrimps muss ich auf jeden Fall essen. Habe ich jetzt gemacht und ein Papillon bestellt. Jetzt muss ich hier erst bezahlen und dann geben die mir und dann kann ich mir einen Platz suchen. So habe ich es verstanden. Ja, ein weltberühmter oder ein berühmter
Arepa-Laden. Und das ist der Arepa. Danach Caracas. Ich durchquere die Hauptstadt Venezuelas. Aber ich bleibe nicht. Es geht weg von der Küste, hinauf in die Berge. Mein Ziel ist ein ganz besonderer Ort. Deutsche Fachwerkhäuser, deutsche Schilder. Es fühlt sich an wie im Schwarzwald. Willkommen in der Colonia Tovar. Und wie es der Zufall will, es ist Karneval. Wie ihr auf dem Weg gesehen habt, ist Karneval. Fastnacht, Fasching, wie auch immer es nennen wird. Und ich bin jetzt hier im Hotel Freiburg. Und es ist das letzte Zimmer, was frei ist. Ja, wenn dich laute Musik nicht stört, wir haben eine riesen Gartenparty. Also hier ist eine riesen Party mit Bierbänken und allem. Die fängt jetzt gerade erst an, geht bis 3 Uhr nachts ungefähr. Mir scheißegal, ich will ja auch was erleben. Ja? Und ich wusste ja gar nicht, dass Fasching ist. Und jetzt ist hier das ganze Dorf, ist Halligalli, habt ihr ja gesehen. Bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht nervt es dann irgendwann später, aber es ist richtig geil. Ist hier der Jürgen, ist hier, ich weiß nicht, ob der Besitzer oder der Chef oder was auch immer. Der hat mich hier eingeführt, spricht perfektes Deutsch. Und das Beste, deswegen stehe ich hier halb nackt. Ihr seht es, beschlagen. Es ist die erste Dusche mit warmem Wasser seit fast einem Jahr. Ey. Ihr habt keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man ein Jahr lang nicht heiß geduscht hat. So heiß geduscht, hat gebrannt auf der Haut. Also, oh, es ist geil. Ich kann gerade nochmal duschen. Boah, es ist geil. Deutscher Karneval, mitten in Venezuela. Als ich damals dort war, habe ich live von vor Ort ein Video hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wo auch der Chef vom Hotel Freiburg ein bisschen von der Geschichte der deutschen Kolonie erzählt und ihr ein bisschen mehr vom deutschen Karneval in Venezuela sehen könnt. Folge 92 meiner 3. Motorradreise. In dieser Folge habt ihr gesehen, man kann nicht immer oben sein. Nach jedem Berg kommt ein Tal, aber es kommt auch wieder ein Berg. Nicht nur in der Realität wie hier in der Colonia Tovar, sondern auch metaphorisch. Danke an alle, die meine Reise unterstützen, namentlich die neuesten Unterstützer Alex, Cambodia, Martin und Oliver. Ihr haltet den Motor am Laufen. Beim nächsten Mal geht es dann wieder ins Tal. Ob es nur geografisch ist oder auch emotional, werden wir sehen. Aber es gibt Strand. So viel kann ich schon mal versprechen. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Euer Ruti.